Ich habe mir nicht alle Bücher gemerkt vom Titel, ja. So, mit der Piratin sprechen. Die hat auch so ein Angelding. Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. Das ist ein Angelköder. Nice hat pin. Beat it, creep. Verdufte Mystikale. Nice hat pin. Beat it, creep. Okay. Die machen hier Kesselsaufen. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. The Balsaf. Das ist ein Bart. Eyebrush. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Okay, mehr Info kriegen wir nicht. So, der gute alte Mann hier, ja, der gute Coop, ist seit Teil 1 von Monkey Island in dieser Kneipe. Das bedeutet, Verzeihung, der Typ sitzt seit über 20 Jahren in dieser Kneipe. Seit über 20 Jahren. In derselben Kneipe. Respekt. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Er ist ein historisches Denkmal. Alles klar. Der Ort scheint anders zu sein als in meinen Erinnerungen. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Willst du mitkommen? Erzähl mir von Loom. War nett mit dir zu plaudern. Erzähl mir von Loom. Bitte. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Okay. Manu. Warum nimmst du dann nicht den Frag mich nach Loom-Button ab? Then why don't you take off the ask me about Loom button? My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Okay. Ach komm schon. Erzähl mir von Loom, der alten Zeiten. Wenn ich das anklicke, startet er denn das Loom-Spiel wie im Original? Give it a try. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Beat it. Sag es. Say it. No. Sag es. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic, stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Fanservice. Schön. Errungenschaft freigeschaltet. Fanservice. Ist das so eine Anmerkung auf vielleicht ein Loom-Remake? Fragezeichen. Und die Beschreibung des Loom-Spiels war gerade vollkommen übertrieben, aber vom Feinsten, ey. Wenn ich Loom rankriege für den PC in einer vernünftigen Qualität, dass wir es spielen können, dann spielen wir eine Runde Loom. Steht auf der Liste. Der Ort ist scheinbar etwas anders als in meiner Erinnerung. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. Okay. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. War nett mit dir Nice zu talking plaudern. to you. Yeah. Okay, er sagt, das wäre nur ein Marketing-Gag. Kann ich aber nicht ganz glauben. Schicke Kerze. Fancy. Und er kratzt sich die ganze Zeit, kann das sein? Nee, er wartet. Er scheint zu warten auf jemanden. Er guckt auf die Uhr. Yo ho, in a battle room. Okay, wir reden mit ihm. Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, a hot food. Yeah, but I'm not. It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Dem spucke ich sowas von in die Suppe. Okay, der wartet auf sein Mahl. Loderndes Feuer. Hinten wechselt die Musik, ne? Schöne Rockanklänge hier. Da ist ein Mopp und wir brauchen sich heimlich mit dem Mopp davon machen. Den Mopp bewundern.
Okay, können wir uns mit dem Mob davon machen? I said not to touch that. You don't use someone else's mop. Why not? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Ich habe sehr viele Fragen. Also ich muss mir meinen eigenen Mob bauen. Denn der Mob ist das Herz des Koches. Ich bin selber vom Beruf Koch. Habe dieses ganze Spektakel gelernt. Ich habe von so etwas noch nie gehört. Ist gut, Digga? Hier ist mal. Okay. Gut. Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen. Also wenn ihr einen Mob braucht, bitte kauft keinen im Laden. Denn der Mob, ihr müsst euch den Mob selber bauen. Denn der Mob ist euer Werkzeug gegen den Schmutz. Er wird euch in jeder hilfreich, ja. Mir verschließt die Sprache. Wie finde ich der Mob-Stielbaum? What? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, Wald. because this is your own personal journey. Erinnere mich daran, wie ich den Mob-Stielbaum finde. Okay, dafür müssen wir jetzt wahrscheinlich zu Wolli und eine Karte holen, ne? Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Okay, aus was für einem Holz ist der Baum? What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Ein Stück Kaktus. Was ist mit dem Kopf? What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Okay, es kommt einfach nur auf dem Stiel an. Okay. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Ist das eine Möglichkeit? Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mob Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Okay. Wir brauchen also einen Mob. Ja. Gut, können wir mit ihm reden? Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Schlimmer? Marlin is here. Who? Alle The Merle? customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Das Today ist he wants me der to make Schnösel. him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Und dafür brauchen wir das Kochbuch aus dem Haus der Gouverneurin. Alles klar. Wo sagte er, dass er das Gericht gegessen hat? Hast du, das du machen sollst? Wenn ich dir ein Rezept bringe, kannst du es dann zubereiten. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Kann ich dich noch einmal nach dem Mob fragen, den ich machen muss? Okay, hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Oh, look behind you! A three-headed monkey!
I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Okay. Wenn ich dir ein Rezept bringe, kannst du es zubereiten? Erstmal fragen erstmal das obere. Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Jawohl, das ist also, darum müssen wir das Buch holen. If I Okay. brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a Brot ist. cook. See the hat? Siehst du den Hut? Mach mal eben meine Heizung an. Moment. Langsam wird es ein bisschen frisch an den Füßen. So, okay. I'll see what I can find out. Thanks. Okay. Das Bild können wir nicht mitnehmen. Vielleicht ein Verwandter. Können wir das Bild anmalen? Das haben wir schon lange nicht mehr probiert. Nee, können wir nicht. Natürlich nicht. Boah, wird echt gerade frisch hier. Da oben ist ein Lukas-Art-Symbol. Ja, dieser. Und? Ich will die Soundtracks. Ich muss bei Steam nachher gucken, ob ich die Soundtracks kaufen kann. Ich will sie haben. Ich liebe es. Und Gilbert, ich liebe dich für die Spiele. Ich liebe dich einfach. Können wir dieses Bild bemalen? That would be fun, but Carla would know it was me. Ach, schade. Ach, und Gilbert, ich liebe dich einfach für diese Spiele. So, beim Ausguck, da ist eine Karte. Die war nämlich vorher auch nicht da. Und da ist immer noch die niedlicher kleiner Kerl, die Eule. So, was haben wir diesmal für eine Frage? Welche der folgenden Dinge kann man im Scurvy Dog Laden nicht kaufen? Grog, Hühnerfuß, heiße Wiener. Scurvy Dogs gab's, Hühnerfuß, Pommes gab's und Grog gab's. Weil das war nämlich so bescheuert, dass man sich das ganz leicht merken konnte. Und ich möchte wissen, was passiert, wenn man die Scheiße voll hat. Stimmt nur ein Erfolg. Juckt die Nase. Er sitzt auf einem Ast. Niedlicher kleiner Kerl. Hi there, little guy. Warum? Der sah gerade ganz kurz so aus, als würde er explodieren. Okay, für den Mob müssen wir nachher wahrscheinlich den Schwamm benutzen, würde ich mal vermuten. Das Messer bewundern. Dürfen wir das Messer schmeißen? Nein, natürlich nicht. Lagerfeuer. Wir haben die Schnur. Können wir mit dem Messer die Schnur entwirren? Nein. Ich denke mal, damit müssen wir bestimmt nachher den Mob zusammenbinden. Unten an der Werft gab es nur den Eimer. Museum. Wir gehen erstmal zum Museum. Da waren wir nämlich noch gar nicht, denn die Tür war ja verschlossen. Und in den Wald können wir ja noch nicht, weil uns die Karte fehlt. Die kriegen wir dann wahrscheinlich von Wally. Das habe ich doch glatt gesehen. Noch eine Quizkarte. Wie lange dauert es zu Fuß nach Monkey Island zu gehen? Zu Fuß nach Monkey Island? Von wo aus? Vor allem zu Fuß gar nicht, weil man ein Schiff braucht? Ich habe aber das Gefühl, ich übersehe hier Sachen. Okay, wir gehen erstmal ins Museum. Da brauchen wir, glaube ich, die Augenklappe, um uns zu tarnen. Der Papagei. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Danke. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Okay. Leise die Vitrine öffnen, das Vitrinenschloss inspizieren. Ein Haufen Schlacke. Ist das nicht ein Teil meiner alten Karte? Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hatte. Schön groß geschrieben. Ich glaube, das ist das Plakat, das ich gemacht habe. Ja, damit haben wir den Papageien, glaube ich, abgelenkt. Oder was es war? Nee, damit haben wir Elaine in den Knast gebracht. Den Wachpapagei ansehen. Okay. Das hat schon bessere Tage gesehen. Eine Kerze. Haben wir hier noch... Das kommt mir nicht bekannt vor. Ein Schild. Einen Witz über den Haken machen.
Geht's denn hier überhaupt wieder raus? Also am Rande gefragt, das Ruder kommt mir bekannt vor. Der Sarg kommt mir bekannt vor. Das sind alles... Das Museum verlassen. Ah, da geht's raus. Okay. Das sind alles Sachen aus früheren Monkey Island Teilen. Der hat Geschichte über uns gesammelt. Das Museum handelt von uns. Okay, ein Witz über den Haken machen. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Nee, was ist aus Meat Hook geworden? That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Warte mal. Sarg, Ruder, Gefängnis, Sumpf? Ist das nicht aus Pirates of the Caribbean? Wo er mit der Knarre den Sarg aufschoss, wo er auf hoher See war? Da hatte er aber keinen Ruder. Da hat er doch mit einem Skelettfuß, glaube ich, gerudert. Oder bin ich gerade blöd? Es gibt ja so viele Referenzen und Easter Eggs. Alter, ich bin gerade mir unsicher, woher ich alle kennen könnte. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Die Blanke anstupsen. Welchen Sinn hat es, dass ich die Planke anschubsen kann? Bewegt sich immer in dieselbe Richtung, ne? Es bewegt sich gar nicht mehr. Jetzt schwingt's. Bestimmt irgendwas mit der Katze. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it. But it was touching. Thanks a lot. Schade. Das ist echt schade. Wenn ich noch einmal frage, erinnert er sich vielleicht an den Inhalt des Briefes. Okay, wir fragen nochmal. Actually, I think I'd rather not hear about that again. Ach, mein Nu. Ich hätte nochmal nachgefragt. Kaum museumstauglich. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Mhm. Okay. Das Plakat. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Das... Oh. Ich fand schön, dass hier unten gerade auf der Seite Spoilerwarnung stand. Die kam nicht von mir, die kam vom Spiel. Als ihr Monkey Island 2 spielt und das in dem Hardcore-Modus spielt, also in dem sehr schweren Modus, wird das hier wichtig. Ignoriert einfach, was ihr gehört habt. So, den Wachpapagei ansehen. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Also werden wir hier nicht klauen. Alles klar. Mit dem Wachpapagei reden. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Okay. Wir brauchen für ihn die Cracker. Habe ich recht? Das Vitrinenschloss inspizieren. There's some very tiny writing on it. Die Plakette lesen. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. So, das Monokel. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Noch zu klein. Okay, können wir was... Visitenkarte. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius.
Aha. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. Spoiler I warning. had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Okay, wir kriegen ja so eine Zusammenfassung der vorherigen Teile. Alles klar. 20 Mann. Und nur Otis, der inkam. Ich schätze, das muss ziemlich wertvoll sein. What can you tell me about this eye patch? Dann erzähl mal. That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Ja, das war das, was die Voodoo Lady sagte. Sie kann die Magie wiederherstellen. So, wir brauchen aber irgendwas, um das hier größer zu machen. Das ist zu klein. Okay, wir machen hier mit der Karte weiter. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Praktikant. Jupp. Dachte eigentlich, dass jetzt hier wieder so eine Spoilerwarnung kommt, wenn er davon erzählt. Okay, die Nachricht. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found, tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note, left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Okay. Alles klar. Gibt's hier eine Karte? Das sind wirklich alles Sachen aus dem vorherigen Monkey Island Teil. Aber die Reihe durch. Komplett alles. Komplett alles. Und warum kann ich dieses Schild anschubsen? Lässt mir keine Ruhe. Warte mal, hat der Papagei sich da jetzt bewegt? Papagei beobachten. Schubsen. Nochmal schubsen? Nee. Das lenkt den Papageien anscheinend nicht ab. Den Lagerraum betreten. Dürfen wir dahin? Dürfen wir. Karte. Wunderbar. Nagel können wir nicht nehmen. Nichts, gar nichts. Papageienfutter, die Cracker-Mischung nehmen. It's Cracker Mix. Some assembly required. Was? Montage? It's Cracker Mix. Some assembly required. Seit wann muss man den Cracker zusammenbauen? Okay. Und ich bin mir so langsam ziemlich sicher, dass das Knacken nicht mehr aus dem Spiel kommt, sondern hinter mir. Ich habe das Gefühl, dass mein Fenster knackt. Das Etikett auf der Cracker-Mischung lesen. Especially fortified for the healthy parrot diet. Aha. Ja. Kann das sein, dass mein Fenster kaputt gegangen ist? Das klingt nicht gesund im Hintergrund. Variante 1. Können wir den Papageien damit füttern? It doesn't seem interested. Okay. Ich habe gerade eine hirnrissige Idee. Was ist, wenn wir hier den Papageien klauen? Naja, klauen nicht unbedingt. Kann es sein, dass wir ihn vielleicht irgendwie außer Out of Order setzen? Und der, hier sag mal, Schlosserin, den Papageien holen und die austauschen? Maybe. Okay, der Museumskurator. Ich schau mich mal um. I'll have a look around. Moment mal. Please do. Achtet mal auf seinen Fuß, das sehe ich jetzt erst. Der hat ein Holzbein an seine Kniescheibe gebunden und der Fuß guckt hier hinten noch raus.
Das ist also kein echtes Holzbein. Das ist nur Deko. So. Ich bin Guybrush Threepwood. Ihr Mausoleum ist... Mausoleum. Ihr Museum ist kurios. Haben Sie Karten des Waldes hier? Erzählen Sie mir von Ihrem Newsletter. Also erst einmal, erzähl mir von deinem Newsletter. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Oh, okay. Wie ich sehe, tragen Sie ein Holzbein, obwohl Sie eigentlich beide Beine haben. Okay. I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit. For the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Ich wollte es auch gerade sagen, touché. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Nice. Wir sind nicht nur nach Guybrush Threepwood benannt, wir sind Guybrush Threepwood. Okay. Wieso glaube ich, dass er zu unserer Crew gehören wird? Ich werde das legendäre Geheimnis von Monkey Island finden. Wir fragen erstmal nach dem Museum. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Exactly. Ursula. Ist eines dieser Dinge wertvoll. Die Maske. Definitiv. Wir fragen erstmal nach der Maske. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Okay. Hast du eine Karte des Waldes? Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Ja, ich weiß auch nicht nach was ich... Doch, wir wissen mittlerweile, nach was wir im Wald suchen I'm müssen. going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Retro. I'll have a look around. Please do. Okay. Hierfür brauchen wir was, um das zu vergrößern. Wir brauchen nochmal irgendwie eine Lupe oder nochmal ein Glas oder sowas. Wir brauchen eine Karte. Wir haben Cracker. Okay. Dann würde ich sagen, entweder die Brille von ihm oder, was ich eher vermute, dafür müssten wir... Warte mal, wir gehen erstmal zur Gouverneurin. Pass auf. Warte im Mund. Verzeihung. So, manchmal ist das ein bisschen unangenehm. So, hier, wir tauschen das Buch aus, ja? Pass auf. Das gehen wir zurück. Und wir nehmen das Zutatenbuch. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Okay, das heißt, wir nehmen das Can Kochbuch I mit. borrow this cookbook? Und dann will sie kämpfen, siehst du? Nur bei dem Buch. Das heißt, wir haben das richtige Buch. You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Fine, fine. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Wieso glaube ich nicht, dass die das Kochbuch wieder kriegt? Die wird uns das wieder nachtragen. So, wir haben das Kochbuch. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. So, wir haben das Kochbuch. Dann machen wir einen Zwischenstopp bei Wally. Denn von Wally brauchen wir eine Karte für den Wald, weil wir einen Baum suchen. Für unseren Mopp. Genau, für den Mopp. Dann Schlosserin. Da ist der... Welcome back. Hello. Hi. Wir haben Cracker. Können wir diese Cracker in ihr geben? I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Okay, sie hat jetzt einen Cracker-Mix und wir haben Cracker bekommen. Das lief jetzt gerade ein bisschen anders als geplant. Die Cracker zählen. I've got enough to last me. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, dass wir den Papageien dann mitnehmen, aber... Okay. Ist hier wohl was Neues? Da liegt schon wieder eine Karte. Da liegt schon wieder eine Karte. Welche diese Zutaten braucht man nicht, um nach Monkey Island zu gelangen? Zimt,